Hallo meine Freunde der Gesundheit, ich hoffe es geht euch gut. Heute gibt es wieder ein neues Video und zwar zu einem sehr wichtigen Video zu dem Thema Krebs. Ein Video, das sich viele Menschen gewünscht haben und viele Menschen sind auch davon betroffen und ich möchte eine allgemeine Information darüber geben. Wie immer wünsche ich mir, dass ihr natürlich gesund bleibt und dass ihr vieles aus den Videos herauszieht und lernen könnt. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert bitte meinen Kanal und empfehlt sie weiter an eure Freunde. Wie gesagt, das heutige Thema ist Krebs. Was bedeutet Krebs? Ja, Krebs bedeutet, dass ein ungehemmtes Wachstum stattfindet von Gewebe. Normalerweise, wenn zwei Gewebezellen aufeinandertreffen, hören sie auf zu wachsen. Bei Krebs funktioniert das nicht. Das heißt, es kommt zu einem ungehemmten Wachstum von Gewebe. Das läuft unkontrolliert ab. Grob teilen die Mediziner Krebs in gutartigen, benignen oder bösartige Tumor in maligne Tumoren auf. Tumor, ja, es gibt Synonyme, zum Beispiel Neoplasin, Tumor und Krebs bezeichnen im Grunde genommen das Gleiche für Mediziner. Das sind Synonyme dafür. Jede Krebsform kann Tochtergeschwülste entwickeln, sogenannte Metastasen. Ja? Also man muss sich vorstellen, da gibt es den Grundtumor und dann gibt es die Tochtergeschwülste, ja, und die nennt man Metastasen. Und diese können entweder hämatogen über die Blutbahn oder lymphogen über das Lymphsystem weiterstreuen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Krebsformen. Es gibt aber auch die Option, dass man Metastasen findet ohne den Grundtumor, das sogenannte CUP-Syndrom. Und zwar ist das Cancer of Unknown Primary. Ja, man kennt den Ursprung nicht, aber man findet Metastasen. Ja, auch das gibt es. So, welche Krebsform gibt es denn? Es gibt Karzinome, es gibt Sarkome, Blastome und bösartige Bluterkrankungen. Karzinome betreffen die Organe, vor allem die Oberfläche der Organe. Da finden sie statt und von dort aus streuen sie. Dann gibt es Sarkome. Sarkome betreffen Binde- und Stützgewebe. Dazu gehören zum Beispiel Fettgewebe, Muskeln, Sehnen oder Knochen. Klassische Tumoren in diesem Bereich sind Liposarkome, ausgehend vom Fettgewebe, oder Osteosarkome betreffend die Knochen. Die Blastome, bösartige Zellen des der Gewebe- und Organentwicklung. Ja? Vor allem sind davon Kinder betroffen. Klassiker wären Neuroblastom des Nervensystems und Retinoblastom. Beim Erwachsenenalter gibt es zum Beispiel Glioblastome, und zwar sind es Tumore des Gehirns, bösartige Tumore, aggressive des Gehirns. Man muss da meistens eine Operation durchführen. Bösartige Bluterkrankungen sind Tumoren des Blutsystems oder der blutbindenden Zellen. Ja? Ein Klassiker ist Leukämie. Ja? Jeder kennt sie, jeder hat davon gehört. Ja? Da gibt es verschiedene Leukämieformen, die akute myeloische Leukämie, die akute lymphatische Leukämie und die chronischen Formen. Und auch hier kann das Lymphknotensystem betroffen sein. Natürlich wollen wir alle wissen, was sind die Risikofaktoren. Grob trennen wir Mediziner 3 Bereiche, und zwar genetische Disposition, da können wir keinen Einfluss nehmen. Das ist das, was der Papa und die Mama mir weitergibt. Es gibt den Lebensstil, darauf kann ich natürlich 100%ig Einfluss nehmen. Und es gibt die Umweltfaktoren, die von außen auf mich, auf mich Einfluss nehmen. Die genetische Disposition, wie gesagt, darauf kann ich wenig Einfluss nehmen, aber ich kann auf meinen Lebensstil Einfluss nehmen. Nun zu den Risikofaktoren, die auf meinen Lebensstil Einfluss haben, die sozusagen das Krebsrisiko erhöhen können. Dazu gehören Rauchen, Alkoholkonsum, Übergewicht, das heißt Menschen, die übergewichtig sind, haben erhöhtes Krebsrisiko, ungesunde Ernährung. Dazu gehört Fastfood, viele Konservierungsstoffe, dazu gehört fettiges Essen, dazu gehört vor allem rotes Fleisch. Ja, deshalb sollten wir vor allem weißes Fleisch, das heißt Fisch und zum Beispiel Geflügel zu uns nehmen.
Weiterhin gehört Bewegungsmangel. Menschen, die viel Sport machen, die sich regelmäßig bewegen, zum Beispiel in der asiatischen Kultur, bewegen sich die Menschen regelmäßig bis ins hohe Alter. Die haben viel weniger das Risiko, an Krebs zu erkranken. Umweltgifte sind zum Beispiel Pestizide, Kontakt mit PVC. Oder Strahlungen, zum Beispiel Röntgenstrahlen, UV-Strahlen, belasten auch unser System. Bestimmte ansteckende Infektionskrankheiten, ein Klassiker ist das HPV-Virus, Humanus Papillomvirus, das im Genitalbereich viele Karzinome verursachen können. Oder zum Beispiel auch das Hepatitis-Virus, das Leberkrebs verursachen kann. Auch die Hormonersatztherapie, zum Beispiel die Frauen, die die Pille nehmen, haben erhöhtes Risiko, auch an Karzinom zu erkranken. Was passiert da? Und zwar wird unsere DNA, unser Erbgut, angegriffen und es kann zu Mutationen kommen, die dann zu diesem ungehemmten Wachstum, dem Tumor, dem Krebs, der Neoplasie führen können. Das heißt, das müssen wir verhindern und das können wir durch einen gesunden Lebensstil, durch Einflussnahme auf unser Leben besonders unterstützen. Wir wollen wissen, welche Krebssymptome haben die Menschen. Die Mediziner, die haben eine Definition, eine sogenannte B-Symptomatik. Ein Komplex bestehend aus starkem Nachtschweiß, aus Fieber und ungewollten Gewichtsverlust. Und zwar reden wir hier von Menschen, die nicht durch Diätmaßnahmen Gewicht abnehmen, sondern 10, 20, sogar mehr Kilo in kurzer Zeit abnehmen. Weiterhin haben die Menschen die haben allgemeine Beschwerden, Symptome wie zum Beispiel ständige Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsabfall. Manche Menschen haben auch Schmerzen oder Schwindel und andere Symptome.